Sony hat eine kleine Revolution auf dem Markt für Videospiele angekündigt. Der neuartige Controller nennt sich Project Leonardo und dieser könnte die Gaming-Welt revolutionieren, vor allem für Gamer mit speziellen Bedürfnissen. Aktuelle Konsolenspiele sind oft anspruchsvoll und hochkomplex, gerade mit Blick auf die Steuerung. Die Controller sind bis auf den letzten Button mit Kommandos belegt. Gerne auch in Kombination, was nicht nur Spieler mit körperlichen Einschränkungen überfordert. Daher verfügen immer mehr Neuheiten wie God of War Ragnarök oder The Last of Us Part 2 über umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten mit Blick auf die Barrierefreiheit. So gibt es Navigations-, Ausweich- und Zielhilfen, Audio- und Richtungshinweise, reduzierbare Kameraschwenks, verstärkten Kontrast sowie Farbfilter. Und die Schritte der Steuerung lassen sich individuell anpassen. Auf der CES Tech-Messe in Las Vegas hat Sony deswegen ein revolutionäres neues Projekt vorgestellt. Project Leonardo, ein extrem anpassbares, barrierefreies Controller-Kit. Diese Peripheriegeräte für die PlayStation 5 sollen Spielern mit Handicap den Zugang zu PS5-Games erleichtern und Barrieren aus dem Weg räumen. Mit dieser Innovation möchte Sony Gamer aller Fähigkeiten und Ebenen die Freiheit geben, Spiele nach ihren individuellen Bedürfnissen zu genießen. Die personalisierten Voreinstellungen ermöglichen es Spielern, das Setup so zu gestalten, dass es ihren Anforderungen bestmöglich entspricht. Ferner kann Project Leonardo über eine Cloud-Schnittstelle mit anderen Plattformen verbunden werden, was es noch flexibler macht. Somit könnte Sony Schranken im Gaming-Bereich beseitigen und Studiodesigns von Grund auf neu definieren. In Zusammenarbeit mit Experten für Barrierefreiheit und Organisationen wie AbleGamer, Special Effect und StackUp hat Sony diesen hochgradig konfigurierbaren Controller entwickelt. Er arbeitet mit vielen barrierefreien Zubehörteilen von Drittanbietern zusammen, um neue Spielmöglichkeiten zu schaffen. Das Kit soll Herausforderungen meistern, denen sich Spieler mit begrenzter motorischer Kontrolle gegenübersehen. Unter anderem Schwierigkeiten beim Halten des Controllers über einen längeren Zeitraum oder genaues Drücken kleiner Knöpfe. Extrem anpassbares Spielerlebnis. Das Leonardo-Kit für die PS5 soll aber auch eine Lösung für Gamer sein, die ihr Spielerlebnis einfach nur individuell gestalten möchten. Es enthält einen Satz austauschbarer Komponenten, darunter eine Auswahl verschiedener Stickgriffe und Tasten in unterschiedlichen Größen und Formen. Mit diesen Komponenten kann der Spieler eine Vielzahl von individuellen Steuerungslayouts erstellen. Der Abstand zwischen dem Analogstick und dem Controller kann an die individuellen Vorlieben angepasst werden. Diese Komponenten ermöglichen es den Spielern, ein Setup zu finden, das am besten zu ihrer Stärke, ihrem Bewegungsbereich und ihren spezifischen Spielanforderungen passt. Mit Project Leonardo können Spieler also ihr Spielerlebnis auf der PS5-Konsole noch individueller gestalten. Dazu stehen dann folgende Optionen zur Verfügung. Sie können die Tastenzuordnung für jede unterstützte Funktion ändern. Außerdem können mehrere Tasten derselben Funktion zugeordnet werden. Umgekehrt können Sie zwei Funktionen, zum Beispiel R2 plus L2, derselben Taste zuordnen. Zusätzlich können die programmierten Tasteneinstellungen als Steuerungsprofile gespeichert werden und einfach durch Drücken der Profiltaste zwischen ihnen wechseln. Man soll auch bis zu 3 Steuerungsprofile speichern und von der PS5-Konsole aus jederzeit darauf zugreifen können. Project Leonardo kann als alleinstehender Controller verwendet werden oder in Kombination mit einem weiteren Leonardo und einem DualSense Wireless Controller. Die Freiheit zur individuellen Gestaltung ist einer der Hauptaspekte des Project Leonardo Game Controllers. Die Controller können dynamisch mit Zubehör in beliebiger Kombination verwendet werden. Morimoto, leitender Designer von Project Leonardo bei Sony Interactive Entertainment, hat hier auch Einblicke in die Herangehensweise seines Teams an das Industriedesign für diese Lösung gegeben und sagte:
Project Leonardo gehört zur PS5-Produktfamilie und basiert auf demselben Designkonzept. Uns hat die Vorstellung inspiriert, dass alle Spieler an der Welt von PlayStation gemeinsam Spaß haben sollten. Unser Team hat über ein Dutzend Designs mit Experten für Barrierefreiheit getestet und nach Ansätzen gesucht, die zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen für eine effektive Controller-Nutzung beitragen würden. Schließlich entschieden wir uns für einen Controller im geteilten Design, das eine nahezu freie Umpositionierung des linken oder rechten Daumensticks ermöglicht, nicht gehalten werden muss und einen sehr flexiblen Knopf- und Stickhappenaustausch bietet. Da Spieler Project Leonardo an ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es keinen richtigen Formfaktor. Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Konfigurationen vorzunehmen. Der Controller ist auch mit flexiblen Kombinationen an die Zubehörteile für die Barrierefreiheit und ist daher in seiner Ästhetik einzigartig. Ich freue mich, dass das Design durch die Zusammenarbeit mit Spielern entstanden ist, anstatt ihnen einen einzigen Formfaktor zu präsentieren. Derzeit befindet sich Project Leonardo in der Entwicklung und ist daher noch nicht marktreif. Weitere Informationen zur Markteinführung sowie zum Preis werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Sony-Ingenieure wollen außerdem das Feedback von PlayStation 5-Nutzern sammeln, um ein optimales Spielerlebnis für unterschiedliche Anforderungen zu ermöglichen. Auf der Xbox gibt es übrigens bereits ein ähnliches Projekt, nämlich den Xbox Adaptive Controller. Dieser ist allerdings komplett anders designt und baut vor allem auf Zubehör, wie separate Tasten und Switches. Der adaptive Controller ist im Gegensatz zu Leonardo bereits erhältlich und kompatibel mit Xbox One, Xbox Series X und S und Windows PC. Falls euch das Video geholfen hat, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Like und einem Abo. Kommentiert auch gerne, was ihr so von diesem neuartigen Controller haltet. Und wir sehen uns beim nächsten Video.